Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Real Madrid hat einen der wichtigsten Transfers der letzten Jahre eingetütet und keiner redet darüber. Außer ich. Was ich damit meine, erkläre ich euch natürlich in diesem Video. Dann habe ich auch neue Infos zur Vorbereitung von Real Madrid. Gestern hatte ich euch noch gesagt, Real Madrid wird 2 Vorbereitungsspiele haben. Nix da, Real Madrid wird 4 Vorbereitungsspiele haben. Und 1 sogar im deutschsprachigen Raum. Also freut euch schon mal darauf. Dann unterhalten wir uns, wie ihr es kennt, natürlich auch über die WM. Aber ich habe auch Infos zu José Mourinhos Trainerteam. Was Neues zu Arda Güler und. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. So Leute, und heute, bevor das Video startet, wollte ich euch unbedingt mein neues Baby zeigen. Und da muss ich riesen Dankeschön rausschicken an die Jungs von Flexispot. Die haben mir diesen Monster-Schreibtisch zukommen lassen. Wie ihr seht, meine 3 Monitore passen ohne Probleme drauf. 2,40 Meter Arbeitsplatte, bis zu 200 Kilo können da drauf. Das Geilste an allem ist einfach, also hier so auf 4 Beinen ist das positioniert, also auch richtig sicher. Ich bin mein alter Schreibtisch, ich blende den mal ein, wenn ich noch ein Foto davon habe. No. So, wie ihr seht hier, höhenverstellbar. Und zwar einfach elektrisch. Du drückst drauf und zack, geht der in die Höhe. Oder zack, geht der in die Tiefe. Du kannst auch die Sachen einstellen. So, stehen drücke ich, zack, geht der hoch. So, mega geil. Auf jeden Fall 4 verschiedene Speicherfunktionen auch. Sagen wir mal jetzt hier, wie ihr sehen könnt, 4 verschiedene. Hat auch noch so ein USB-Kabel. Zack. Kannst du dein Handy aufladen. Mega geil. Ja, und ich bin auf jeden Fall mega happy mit dem Schreibtisch. Und vielleicht ist von euch ja auch einer auf der Suche nach einem neuen Schreibtisch oder möchte sich verbessern. Sucht was Stabiles. Ich lasse euch unter dem Video den Link zu dem Schreibtisch, den ich habe. Ja, und ja, ich würde sagen, jetzt machen wir weiter mit dem Video. Und ich würde vorschlagen, starten wir direkt mit Arda Güler. Und schaut euch mal an, was ich hier gefunden habe. Was macht der Typ? Es ist Sommerpause. Du hattest letztes Jahr 4000 Minuten, 60 Spiele. Ruh dich aus, Bruder. Ab nächste Woche startet José Mourinho mit der Vorbereitung. Warum ist Arda Güler immer auf einem Fußballplatz? Was ist falsch mit dem? Also, dieser Junge liebt den Fußball. Ich mache natürlich nur Spaß. Es macht Spaß, solche Videos von den Jungs von Real Madrid zu sehen. Ich erinnere mich an Videos von Vini in Brasilien, wo der das gemacht hat. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht. Wollte ich mit euch teilen. Ja, und meine Gedanken zur WM möchte ich auch mit euch teilen. Also, gehen wir zu Marios WM-Ecke. Ja, wer soll dieses Frankreich aufhalten? Das ist ja, als wenn du den Globetrotters beim Fußballspielen zugucken würdest. Das ist ja unglaublich. Und am Ende, obwohl das ein Star-Ensemble ist, sticht immer wieder der gleiche heraus. Kylian Mbappé. 20 Spiele bei einer WM, 20 Tore. Der hat jetzt in 11 K.O.-Runden bei einer WM 12 Tore geschossen. Und was hat Frankreich gestern bitte mit Marokko gemacht? Marokko war für mich bisher eine der besten Mannschaften dieser WM. Die waren gestern chancenlos. Gestern habe ich eine Statistik gesehen, da war es die 55., 57. Minute, irgendwie sowas. Da hatte Marokko einen Expected Goal Wert von 0,03. Und Frankreich hatte da schon einen Expected Goal Wert von 2,0. Und da stand es noch 0-0. Danach kam das 1-0. Was für ein Tor von Kylian Mbappé. Das 2-0 von Dembélé. Ja, was willst du denn da auch aufhalten? Gestern hat Marokko es geschafft, Olysée aufzuhalten. Herzlichen Glückwunsch. Dann trifft halt Mbappé, dann trifft halt ein Dembélé. Und ein Doué, wie stark war der gestern bitte? Ein Cherki auf der Bank, also... Wie gesagt, Frankreich ist ein absoluter Top-Favorit auf diese WM.
Und ich hoffe trotz alledem, dass wir Spanier gegen die Franzosen im Halbfinale spielen dürfen. Heute um 21 Uhr das Spiel, auf das ich mich hinsehne. Spanien gegen Belgien. Ja, ich drücke einfach die Daumen, dass ein Thibaut Courtois in den Sommerurlaub kann, damit er sich noch ein bisschen ausruhen kann. Vielleicht kann er ja mit Arda Güler dann Fußball spielen. Also, wie dem auch sei, Frankreich absolut überlegen. Marokko hat trotzdem eine große Zukunft vor sich. Das Mittelfeld von Marokko. Das macht so einen Spaß. Boadi, Unai. Dieser Unai, der spielt bei Girona. Der ist viel zu gut. Also, der absolute Leader auch von Marokko. Naja, wie dem auch sei, kommen wir jetzt zu Real Madrid. Das war's mit Marius WM-Ecke. Ja, und starten wir den Madrid-Blog mit einer Ergänzung zu meinem gestrigen Video. Gestern waren ja die Informationen, Real Madrid wird den Teresa Herrera Pokal gegen Deportivo La Coruña spielen am 12. August um 21 Uhr und das bleibt auch so. Aber Real Madrid hat weitere Pläne für die Vorbereitung. Lesen wir uns die zusammen einmal durch. Moves 4 Tests. Real Madrid hat seinen Vorbereitungsplan finalisiert. Neben den Teresa Herrera Trophäe spielt die Mannschaft am 1. August in Österreich und bestreitet vor dem La Liga-Debüt noch 2 weitere Freundschaftsspiele. Also Teresa Herrera am 1. August, wahrscheinlich das erste Spiel der Vorbereitung in Österreich. Viele von euch wohnen ja Österreich, Deutsch, Schweiz in der Umgebung, also vielleicht habt ihr eine Chance, Real Madrid im ersten Spiel von José Mourinho zu sehen. Sobald ich weiß, gegen wen, erfahrt ihr es hier direkt. Lesen wir trotzdem mal weiter. Freundschaftsspiele sind Freundschaftsspiele. Doch wenn José Mourinho im Spiel ist und Real Madrid unbedingt Titel gewinnen will, sind sie etwas anderes. Deshalb startet Real Madrids Saisonvorbereitung, die diesen Montag in Valdebebas beginnt, mit einem Paukenschlag. Wie AS erfahren hat, hat der Verein 4 Testspiele angesetzt und nutzt dabei die Tatsache, dass das erste La Liga-Spiel verschoben wurde und Real Madrid erst am 2. Spieltag, dem 23. August, im RCDE-Stadion in die Liga einsteigt. Genau 40 Tage, um das Projekt in Angriff zu nehmen. Und 4 Testspiele dazwischen, sowohl in Spanien als auch im Ausland. Ein 5. Testspiel schließt der Verein jedoch nicht aus. In diesem Fall würde es höchstwahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, ähnlich wie das Spiel im letzten Sommer gegen Leganés. Das war das Spiel, wo ein Militao aus der Mittellinie ein Tor gemacht hat. Richtig? Erinnere ich mich. Lesen wir mal weiter. Bislang war, wie diese Zeitung berichtete, nur die Teilnahme von Real Madrid an der 81. Auflage des traditionsreichen Teresa Herrera Trofeo bekannt. Dies wurde gestern am 12. August im Riazor-Stadion offiziell bestätigt. Es wird ein prestigeträchtiges Spiel gegen den La Liga-Aufsteiger Deportivo La Coruña. Aber nicht das erste Spiel der Saison. Bereits am 1. August reist die Mannschaft zu einem Freundschaftsspiel nach Österreich. Das österreichische Klima, das theoretisch milder ist, hat Real Madrid in letzter Zeit gereizt. 2021 spielten sie ein Freundschaftsspiel gegen den AC Mailand in Klagenfurt 0:0 und im vergangenen Sommer traten sie beim TGW Tirol in Innsbruck an. Dies war das einzige Testspiel der Mannschaft in einer ungewöhnlichen Saisonvorbereitung, die durch die Teilnahme an der Clubweltmeisterschaft bedingt war. Die 4 Testspiele der kommenden Saisonvorbereitung von Real Madrid finden ausschließlich in Europa statt, da eine Tournee durch die USA ausfällt. Dies liegt weniger an einer tatsächlichen Unmöglichkeit, als vielmehr an der noch laufenden Weltmeisterschaft in den USA. Denn es wäre nicht das erste Mal, dass dies geschieht. 2018, nach der WM in Russland, absolvierte das Team dort ein Trainingslager für Lopetegis Debüt als Trainer und bestritt 3 Freundschaftsspiele in Miami, Maryland und New Jersey. Mourinho erörtert mit dem Verein die Möglichkeit einer kurzen Saisonvorbereitung in Nordeuropa. Letztendlich entschied man sich jedoch, Valdebebas erneut als Trainingslager für den Sommer zu nutzen. Also genau wie letztes Jahr, Real Madrid wird die Vorbereitung in Madrid absolvieren. Diesmal keine Tournee durch die USA, Japan, China, hatten wir ja schon alles. José Mourinho wollte eigentlich nach Nordeuropa, wahrscheinlich wegen dem Klima, weil es hier sehr, sehr heiß ist in Spanien, vor allem im Sommer. Aber im Endeffekt hat Madrid sich entschieden, wir bleiben in Valdebebas und wir werden 4 Freundschaftsspiele mindestens austragen.
Es ist vielleicht die Rede davon, dass Madrid sogar ein 5. macht. Aber wie gesagt, das ist die Saisonvorbereitung von José Mourinho. Mich persönlich freut es. 4 Spiele. Ich kann es kaum noch erwarten, das neue Real Madrid zu sehen. Ja, aber José Mourinho kommt ja nicht alleine. Und deshalb ist dieses Bild von El Chiringuito sehr interessant. Wen ihr da seht, das lasse ich so parallel laufen, ist einmal Pedro Machado. Das ist Assistenztrainer und das ist der Physio von einem José Mourinho. Ihr seht natürlich auch einen Joao Tralhão, das ist ein Assistant, also Co-Trainer. Ihr seht Sami Khedira in der Mitte, der neue Co-Trainer von einem José Mourinho. Dann haben wir noch Nuno Santos, das ist ganz rechts. Das ist der Torwarttrainer. Dann haben wir den Analyst, das ist der Italiener, das ist der mit den wenigen Haaren, dem rosa Shirt, der hinter Khedira geht. Und dann haben wir noch Antonio Diaz, das ist auch ein Physis-Trainer von José Mourinho. Wie ihr gesehen habt, ein José Mourinho bringt 2 Physiotrainer persönlich mit. Aber ein Pintus, weiß Gott, was er in dieser Saison macht, da ist man ja nie so ganz sicher. Ein Xabi Alonso wollte ihn loswerden, dann war er wieder da unter Arbeloa. Jetzt bringt ein José Mourinho 2 eigene Physiotrainer mit. Vielleicht wird ja ein Pintus quasi der Supervisor der Physiotrainers, ich weiß es nicht. Denn so ähnlich, denn jetzt kommen wir nämlich direkt zum Hauptthema von Real Madrid, hat das ein Mihic gemacht. Wir alle haben gedacht, was machst du, Florentino Perez? Warum holst du einen Mihic zurück? Unter dem hatten wir auch sehr viele Verletzungen und Arda Güler konnte den unter anderem überhaupt nicht ausstehen, da war ja ein paar Konflikte. Ja, wie dem auch sei, aber Mihic ist gar nicht da, um quasi die Spieler zu behandeln. Er ist quasi der Supervisor der Teamärzte von Real Madrid. Und das ist die Abteilung, wo meiner Meinung nach Madrid am dringendsten Handlungsbedarf hatte. Und Real Madrid sah das oder sieht das genauso wie ich. Und Real Madrid hat da reagiert. Sie haben eine absolute Koryphäe geholt. Und deshalb habe ich auch so ein Lächeln im Gesicht. Lesen wir uns die Informationen auch zusammen einmal durch. Real Madrid verpflichtet Alexandre Creuset, einen Galactico für das medizinische Personal. Der Verein verpflichtet den 45-jährigen medizinischen Direktor vom AS Monaco, der als Koryphäe in der Sportmedizin und als Maßstab in der Fußballbranche gilt. Real Madrid ist nicht nur auf dem Transfermarkt aktiv, wo bereits 5 namhafte Neuzugänge für die kommende Saison bestätigt wurden. Auch im Bereich der Sportmedizin ist der Verein aktiv und sucht nach Top-Spezialisten, um eines der größten Probleme der Mannschaft in den letzten beiden Spielzeiten anzugehen. Die unglaubliche Anzahl an Verletzungen, die den Kader der ersten Mannschaft geplagt haben. Ja, wie wir alle wissen, Real Madrid hatte in den letzten 2 Saisons 120 Verletzungen. Und wir alle haben immer wieder das Gleiche gesagt: Bitte Real Madrid, ändert da was. Und so wie Real Madrid ist, holen die sich nicht irgendwen, sondern die haben sich informiert, wer ist hier der Beste, wer hat das beste Renommee. Und dabei kamen sie auf den 45-jährigen Franzosen. Lesen wir mal weiter. Wie The Athletic am Donnerstag berichtete und Marca bestätigte, hat der Verein Alexandre Creuset in sein Ärzteteam aufgenommen. Creuset, zuvor Leiter der medizinischen Abteilung beim AS Monaco und eine führende Persönlichkeit der Sportmedizin im Fußball, wird als medizinischer Direktor der ersten Mannschaft an Niko Mihic berichten, dessen Verantwortungsbereich alle Mannschaften und Abteilungen des Vereins umfasst. Trotz seines jungen Alters hat Creuset jahrelang Erfahrung gesammelt und sich in der französischen Fußballelite etabliert, wo er als eine führende Persönlichkeit auf seinem Gebiet gilt. Der Sportmediziner mit Erfahrung auch in der Rehabilitation ist seit 2018 bei Monaco tätig. Zunächst als Mitglied des medizinischen Teams und seit 2014 als Leiter der Abteilung. Irgendwas stimmt da mit den Zahlen nicht, ne? Der kann ja nicht seit 2018 da sein und 2014 als Leiter. Ja, vielleicht ist er seit 2008 da. Naja, wie dem auch sei. Bevor er zum Verein im Fürstentum wechselte, war er als Sportmediziner in verantwortungsvollen Positionen bei verschiedenen Vereinen in der Region Bordeaux tätig. Darunter Gironde Bordeaux. Darüber hinaus verfügt er über Erfahrung in Sportarten wie Basketball und Rugby. Creusets Ankunft ist Teil einer Umstrukturierung der medizinischen Abteilung von Real Madrid, die mit der Rückkehr von Niko Mihic zum Verein im vergangenen Januar begann. Bisher wurden die Abgänge von Felipe Segura,
Villa, dem ehemaligen Leiter der medizinischen Abteilung der ersten Mannschaft, und Manuel Arroyo, der vor wenigen Tagen zurücktrat, bestätigt. Also 2 alte Ärzte weg, ein neuer ist gekommen und ich habe mich noch mal ein bisschen über den Herrn Creuset informiert. Unter anderem ist er einer der Mitgründer des Sports Doctors Network. Da treffen sich die Vereinsärzte der größten europäischen Vereine und ich schätze mal, dieser Erfahrungsaustausch, ich habe so Meetings, ich blende euch das mal ein bisschen ein, da war auch ein Luka Modric etc., da treffen sich halt die Teamärzte und tauschen Erfahrungen aus. Und eins seiner Schwerpunkte bei Creuset ist, das erforscht er schon seit langem, ist die sportliche Belastung individuell beim Spieler zu untersuchen. Seine Spezialität, oder er hat sich dafür spezialisiert, sind Muskeln, Sehnen und Gelenke, das zu untersuchen und vor allem jeden Spieler individuell zu bewerten. Denn es gibt Spieler, das ist so seine Philosophie, was ich über ihn erfahren konnte. Er sagt, es kann sein, dass 2 Spieler das genau gleiche Training machen, die gleiche Belastung etc. und der Körper völlig unterschiedlich reagiert. Und er ist ein großer Befürworter der Prävention. Also deshalb immer wieder im Vorhinein schon untersuchen, wie wirkt dieses Training sich auf diesen Spieler aus, wie ist der Fitnesszustand von diesem Spieler. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, man kann nicht alle automatisch gleich bewerten. Ja, und das ist ein Punkt, der ihm wichtig ist und deshalb, wie gesagt, bin ich sehr, sehr happy. Real Madrid hat erkannt, wo die Probleme sind, vor allem in den muskulären Bereichen. Wir erinnern uns an die Kreuzbandrisse, Militao, Alaba, Carvajal. Ich könnte tragischerweise Thibaut Courtois, ich könnte leider so weitermachen. Ihr habt es selber gesehen, Rodrigo. Ja, und Real Madrid möchte oder hat da aktiv gehandelt und so wie Florentino Perez ist, hat er sich die Nummer 1 auf den Markt geholt. Und ich kann Alexandre Creuset oder Kreuze, wie auch immer er heißt, nur beide Daumen drücken, dass er dieses Dilemma bei Real Madrid ein für alle Mal beseitigt. Denn so sehr ich einen Ancelotti kritisiert habe, so sehr wir unzufrieden waren, manchmal mit einem Xabi Alonso, auch einem Álvaro Arbeloa, kein Trainer der Welt kann so viel Verletzungspech, was Real Madrid hatte, irgendwie wieder revidieren. Und ich finde, dafür hat Madrid, und vor allem in Ancelotti noch einen echt tollen Job gemacht. Ja, bin ich gespannt, ob ihr genauso gut gelaunt seid wie ich über diese Information. Lasst eure Meinung zu diesem neuen Teamarzt gerne in den Kommentaren. Hat Real Madrid das Richtige gemacht? Wenn ja, dann lasst ein Like auf diesem Video. Wenn nein, dann auch. Ich brauche es nämlich. Sei so nett, unterstützt dieses Video, hype dieses Video. Wenn du noch nicht auf Follow geklickt hast, drück drauf. Wir sind knapp vor den 31.000 und ich würde mich riesig freuen. Und morgen freue ich mich auch schon wieder auf euch. Hoffentlich mit guten Nachrichten für meine Mannschaft. Also, bis morgen. A la Madrid!